Das Gericht sieht sehr, sehr hässlich aus. Ja, deswegen muss man das einmal probiert haben. Das hat nicht geklappt, jetzt muss ich das anders machen. Ah, typisch wieder. Und? Ja. Kommt langsam, oder? Kommt langsam, ja. Mhm. Das ist meine Art Gewalt in der Küche. Boah, ist das scharf. Ich bin der Ali, ich bin Koch vom Beruf. Ich stehe jeden Tag in meinem Restaurant in München, muss jede Woche meine Karte ändern und brauche immer wieder neue Geschmacksvariationen für meine Gäste. Für Kochs anders will ich mich auf die Suche begeben nach leidenschaftlichen Hobbyköchen. Die behaupten, dass sie es schaffen, mich mit ihrem Lieblingsgericht zu inspirieren. Und wer weiß, vielleicht landet sogar mal eins bei mir im Pago auf der Speisekarte. Ja, heute bin ich im Rhein-Main-Gebiet unterwegs und besser gesagt in Hattersheim. Und hier hinter mir, das ist ein Gebäude, das ist ein Posthof. Das war früher so ein Umschlageplatz, da sind die ganzen Pferdekutschen gekommen, haben dann die ganze Ware umgeladen und die Leute haben auch hier übernachtet. War schon damals sehr international, wie meine Gastgeberin, die Andita. Die Andita hat einen eigenen Instagram-Channel. Sie kocht, sie backt, sie gibt Kochkurse und kocht eigentlich indonesisch. Warum indonesisch, weiß ich nicht. Das werden wir gleich erfahren. Kommt mit. Ich werde Ali heute überzeugen mit einem authentischen indonesischen Gericht, das sehr bekannt ist, Rendang. Und um Rendang zu kochen, braucht man sehr viel Geduld. Ich weiß es nicht, ob Ali so viel Geduld hat, das zu kochen, dass er auch nachkochen kann. Eine große Herzensangelegenheit von mir ist, die indonesische Küche in Deutschland bekannter zu machen. Und ich hoffe, dass ich dann auch Ali mit meinen Gerichten überzeugen kann. Hallo! Hallo, ich bin der Ali. Ich bin Andita. Hallo Andita. Willkommen, hallo. Darf ich rein? Ja, gerne. Aber vorher habe ich dir erst mal was mitgebracht. Schau mal, ich habe gehört, du kochst ja gerne. Ja. Ich habe hier mein aktuelles Kochbuch. Danke. Und schau mal, so ein Korb, das Ja. ist das Premiere. Du bist die allererste, die das kriegt. Das ist ja Viel was Spaß beim Tolles. Einkaufen. Dankeschön. Dann. Kannst du nachher auch signieren? Ja, mache ich nachher. Danke. Da war ich tatsächlich sehr, sehr aufgeregt. Weil natürlich Ali ist ja bekannt als Fernsehkoch und generell bewundere ich Köche. Wow, Das schau mal. Ja. Ich habe Hunger. Also, aber vorher müssen wir erst mal was trinken. Jetzt Was? endlich die Maske ab. Was ist das Schönes? Das musst du erraten, was da drin ist. Okay. Rand ist aber salzig. Der Rand ist Der Rand Chili und Salz, ja? Sowas habe ich noch nie getrunken. Es gab einen Cocktail, der jetzt, sage ich jetzt mal, für mich gewöhnungsbedürftig ist oder war. Weil es einfach dann doch ein bisschen süß, ein bisschen sauer, ein bisschen scharf, ein bisschen salzig war. Das muss ich aber nicht machen, ne? Nein. Ich habe deine Instagram-Seite angeschaut. Cake Lover Frankfurt. Aber du backst auch gerne, ne? Du machst auch Torten und so. Ja, das mache ich eigentlich aus Hobby, genau. Lieber kochen oder lieber backen? Beides gern. Ehrlich? Ja. Ich koche lieber. Ich backe überhaupt nicht. Ich mag das nicht. Was ist eigentlich die indonesische Küche? Die indonesische Küche bekommt sehr viele Einflüsse aus verschiedenen Ländern. Bedingt, dass damals auch Indonesien ja sehr begehrt ist, auch als Spice Island, ne? So Ja. als die Insel für die ganze Gewürze. Da kommen natürlich auch sehr viele Händler aus Indien, aus China, aus Europa und bringen dann sehr viele Einflüsse in die indonesische Küche mit. Und deswegen ist es halt auch sehr, sehr divers. Ne? Also die ist wahrscheinlich knusprig, weich, verkocht, süß, sauer,
salzig, alles wahrscheinlich da drin, Alles, oder? alles Mögliche, genau. Also ich liebe die indonesische Küche jetzt schon. Obwohl ich vorher noch nie gegessen habe. Ja. Was hast du da vorbereitet? Genau, Was ist das? genau, das ist ein indonesisches Gericht, der heißt Soto. Soto. Genau, Soto ist eigentlich ein Suppengericht. Als ich klein war, weiß ich noch, dass ich dann immer Nachmittag mit meinem Onkel auch bei der Soto-Verkäufer, der kommt mit dem Wagen da und die halten dann bei uns an und wir haben dann zum Nachmittagssnack Soto gegessen. Also ist das so ein Streetfood-Essen? Das ist ein Streetfood-Essen. Reisnudel, das ist Spitzkohl als Rohkost, also nicht gekocht. Ich habe Kartoffelfrikadellen selber gemacht, natürlich. Wow. Mehlige Kartoffel, kurz gekocht in der Schale, zerstampfen, würzen mit Salz, Pfeffer, Röstzwiebeln. Ein Eigelb dazu und etwas Mehl zum Binden. Und in Eiweiß wälzen und frittieren. Gekochte Eier und Hähnchenfleisch, verschiedene Sprossen und Frühlingszwiebel. Was ist das für eine Brühe? Mit Ingwer, Kurkuma, Schalotten, Knoblauch, Galgantwurzel und natürlich gute Hühnerbrühe mit Knochen gekocht und mit Gemüse, Lauch und Zwiebel und Karotten. Vielen Dank. Guten Appetit. Hoffentlich schmeckt dir. Bestimmt. Also aussehen tut's super, ne? Du hast halt sehr viele Texturen im Mund gehabt, weich, dann ein bisschen Schärfe, dann ein bisschen was Knuspriges, heiß, kalt. Das Gemüse war ja kalt, die heiße Brühe kam ja dann oben drauf. Und habe ich vorher noch nicht gegessen. Das war für mich Premiere. Kompliment. Das ist nur die Vorspeise, gell? Das ist nur die Vorspeise, genau. Gibt's heute Reis? Natürlich, genau. Es gibt heute gelbe Reis, oder sogar. Wenn du den Reis kochst, tu mir bitte einen Gefallen, dann ruf mich. Genau. Ich möchte das lernen. Okay, Okay. Das ist ganz einfach. Ja, ganz einfach. Für dich ganz einfach. Für mich nicht. Ja. Dass Ali besondere Interesse hat an, wie ich meinen Reis kochen würde, das hat mich schon etwas gewundert, weil der ist ja Profikoch. Letztendlich muss er ja verschiedene Garmethoden auch schon kennen. Ich heiße Anita Schirmacher. Ich bin 44 Jahre alt. Ich bin geboren in eine kleine Stadt in Zentraljava und mit 14 musste ich schon ausziehen aus meinem Elternhaus, um eine bessere Bildung zu bekommen in einer Stadt. Da habe ich dann eine Schule und ein Internat besucht. In der gleichen Stadt habe ich auch mein erstes Studium gemacht und abgeschlossen. Mit 21 kam ich nach Deutschland zwecks weiteres Studium. Ich wohne in Hattersheim mit meinem Mann Henning und meinem Sohn Alexander. Ich liebe es, hier nah in der Natur zu sein und wenn man aus dem Haus rauskommt, da ist man in kurzer Laufreichweite schon in der wunderschönen Wasserwerkallee und direkt daneben haben wir Rosarium. Das ist ein sehr schöner Ort, um spazieren zu gehen und einfach zur Ruhe zu kommen. Ich verbringe sehr gerne Zeit mit meinem besten Freund auch Steffen, der auch sehr oft zu Besuch kommt aus München. Und wir haben immer schöne gemeinsame Zeit. Lebensmittel bedeutet für mich alles, was die Natur so anbietet, in seiner Frische und seiner Qualität, die sich zu verschiedenen Gerichte und schöne Kreationen verarbeiten lässt. Das Kochen habe ich mir selbst beigebracht. Als ich in Indonesien gelebt habe, konnte ich überhaupt nicht kochen. Ich musste auch nicht kochen können, weil in Indonesien es ist sehr einfach, das Essen woanders zu besorgen.
Ich bin von Beruf Marketingmanagerin in einem deutschen mittelständischen Unternehmen aus Hessen. Zurzeit arbeite ich von zu Hause und koordiniere viele meiner Arbeiten und Projekte auch viel online, übers Telefon mit Kollegen. Ja. Ist ja Wahnsinn. Hier Calamaretti, Gemüse, Obstsalat, Rindfleisch. Ja. Was hast du denn vor? Als erstes machen wir ein Rendang. Das ist eine karamellisierte Rindfleischcurry aus Indonesien. Rendang. Rendang heißt Rendang, genau. Okay. Rendang kommt aus West Sumatra. Und danach werde ich ein Obstsalat, pikantes Obstsalat mit Chili und Knoblauchdressing. Das ist vielleicht was Interessantes, passt aber sehr gut zu dem Rendang. Und dann werden wir ein Calamaretti mit in eigene Tinte geschmort. Genau. Boah, du hast aber was vor, du? Ja, aber wenn du schon mal hier bist. Ich finde das toll, dass du dich so, ja, dass du so eine begeisterte Köchin bist oder halt Hobbyköchin und dass du Spaß am Kochen hast. Du haust da ordentlich Chili rein, ne? Ja. In Indonesien verarbeitet man Gewürze immer als Gewürzpaste zuerst. Also die Paste muss sehr fein sein. Dann fügen wir als Aromageber Zitronenglas dazu, nur die untere Zeile. Da stoße ich dann direkt die Zitronengrasstängel, damit das ätherische Öl rauskommt. Dann die Kefir-Limettenblätter. Die Blätter von der Kurkuma, auch klein geschnitten. So, dann 1,5 Liter Kokosmilch. Also Rindfleisch verschwindet sozusagen in der Soße? Ja. Und gart in der Soße, schmorst sozusagen? Genau, genau. Den Backofen werde ich dann einstellen auf 140 Grad Umluft und dort ca. 2 bis 2,5 Stunden garen. Jetzt mache ich das Dressing für den Obstsalat. Chili und Knoblauch werden im Wasser weich gekocht. Hier verwende ich Mango, Nashi-Birne, Papaya und Ananas mit Gurken. Es muss sehr fein zerkleinert sein. Danach den Agavendicksaft. Das muss schon am Anfang leicht süß sein und dann, und das ist schon süß genug, gleich aus mit Zitronensaft. Als umami-gebender Geschmack den Fischsoße. Ah, die Fischsoße. Genau. Die darf ja nicht fehlen, ne? Fischsoße, Asia-Küche ohne Fischsoße geht gar nicht, gell? Ich hoffe, das ist nicht zu scharf für dich. Magst du probieren? Ja, ich probiere. Boah, scharf. Wenn später mit Obstsalat vermengt wird, wird es nicht. So, und das soll dann so für 2-3 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Jetzt mache ich die Tintenfisch in eigene Tinte. Öl erhitzen in eine Pfanne. Gebe ich dann auch Lorbeerblätter dazu und Sepia-Tinte. Dann Kokosmilch. Zum Würzen habe ich hier Zucker, Salz und Pfeffer. Das Gericht sieht sehr, sehr hässlich aus. Also, und egal wie man versucht, das irgendwie auf ein Foto festzuhalten, das bleibt hässlich. Ja, deswegen muss man das einmal probiert haben. Dann die Soße erstmal abseihen. Und jetzt garst du einfach die Calamaretti in der Soße? Genau. Das habe ich schon noch nie gesehen. Das ist interessant. Gewaschen, abgetropft, Kauwerkzeug raus und dann mit Kopf, in der Hoffnung, dass der Kopf auch da bleibt. Schmoren für ungefähr eine halbe Stunde.
Wieder was dazugelernt. So, jetzt habe ich den Rindang schon 2,5 Stunden im Backofen gegart, aber das ist noch nicht das fertige Rindang, weil das fertige Rindang muss normalerweise durch einen Karamellisierungsprozess stattfinden. Und dieser Karamellisierungsprozess dauert so ungefähr Viertel bis 20 Minuten. Oh, das riecht so gut. Das ist auch Oh, da musst du schon am Ball bleiben, genau, ja? Musst du mal... Geduldsprobe. Und etwas Kraft. Es fehlt nur noch Reis. Es fehlt nur noch Reis, genau. Und, Okay, dann nimmst du Butaris. Genau, Reis habe ich schon gewaschen, bis es dann etwas klar ist. Dann gebe ich Kurkuma dazu. Für die 3 Cups Reis verwende ich 3 und etwas mehr Cups Wasser. Das heißt, Okay. genau. Also ein bisschen mehr als 1:1. Und dann kommt die ganze Gewürze da rein. Das kommt auch noch alles dazu. Richtig, genau. Eine Stange Zimt. So viel Zimt. Ja. So eine Zimtstange, ja, das kann ein Essen wirklich kaputt machen. Da waren sehr viele Gewürze, die einen starken Eigengeschmack haben. Mit Lorbeer, Kreuzkümmel, Koriander und Zimt. So ein Risiko wäre ich gar nicht gegangen. München und Ali, das gehört zusammen. In München sind meine Kinder, in München ist meine Familie, in München ist mein Restaurant. Also von daher, ja. Ich bin sehr stolz auf das Pago. Die Küchenrichtung, die wir hier im Pago praktizieren, ist eigentlich eine Mischung aus meiner Kindheit, aus meiner Herkunft. Ich nenne das so Medio-Oriental, nenne ich das. Ja. Und da kommt alles vor, alles, was der Ali erlebt hat, alle Geschmäcker, die der Ali von früher noch kennt, alle Geschmäcker, die er in seinen Lehrbetrieben kennenlernen durfte oder praktizieren durfte oder auch später in den diversen Sterne-Restaurants. Und daraus mache ich eine Mixtur und habe da meine eigene Handschrift. Und das kommt bei den Gästen sehr, sehr gut an. Ich bin einer, der sehr kreativ ist, aber die kreative Phase kommt, oder beziehungsweise die Gerichte entstehen immer, wenn ich Ruhe habe. Aber natürlich auch, wenn ich unterwegs bin, wie zum Beispiel in Istanbul auf dem Gewürzbazar bin und immer wieder neue Gewürze ausprobiere, beziehungsweise an den rieche, probiere. Und dann fängt sofort an, okay, mit dem Gewürz kannst du dieses Produkt nehmen, den Fisch nehmen oder das Fleisch nehmen oder dieses Gemüse nehmen. Das mache ich schon sehr, sehr oft. Andita, das sieht ja mega aus. Farbenfroh, gelb, schwarz, braun, rot, alles vorhanden. Ja, das ist die Küche Indonesiens, nämlich farbenfroh und vom Geschmack her auch sehr vielseitig. Und ich bin mal gespannt, ob es dir schmeckt. Bestimmt, aber die 2 Herren, die habe ich noch nicht kennengelernt. Ah, stimmt, ja. Das ist Henning, mein Mann. Und das ist Steffen, mein deutscher Bruder. Sozusagen, wir kennen uns seit 99, ne? Das ist schon die Hälfte unseres Lebens. Also, dann wünsche ich euch guten Appetit. Erstmal, Andita, vielen Dank für die Mühe. Sieht toll aus, schmeckt bestimmt auch sehr gut. Das hoffe ich auch. Also, Prost. Cheers. Cheers. ich bin gespannt auf das Fleisch. Zerfällt ja schon. Das ist ja Wahnsinn. Fleisch butterzart. So, jetzt bin ich mal gespannt auf unseren... Der Obstsalat passt auch sehr gut zu dem Fleisch. Kann man auch zusammen essen. Es gibt dann auch so schöne Du hast gesagt Kombinationen. süß-scharf, gell? Ja, süß-scharf, ein bisschen salzig. Scharf. Die Süße, klar, vom Sirup, ne? Von Vom den, Zuckersirup, ja, oder von den Früchten. Und auch von den Früchten, genau. Und schmeckt wie der Reis. Ich muss gestehen, als du den gekocht hast und so viel Gewürze reingegeben hast, dachte ich, oh, der wird richtig nach Zimt und nach Koriander und so schmecken. Er schmeckt nach Zimt und Koriander und so, aber total angenehm. Sehr gut. Bin wirklich überrascht. Positiv überrascht. Wie schmeckt's euch denn? Wie immer. Ich kann sagen, wie jeden Tag eigentlich. Also mir schmeckt das hervorragend. Das ist natürlich auch optimal
für meine Allergie. Ich darf kein Gluten essen. Und die asiatische Küche und gerade die indonesische bietet da eine wahnsinnige Vielfalt. Andita, tolles Essen. Sieht wirklich mega aus. Schmecken tut's auch sehr gut. Du hast dir wahnsinnig viel Mühe gegeben. Sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank. Jetzt muss ich mir Gedanken machen, was ich morgen koche. Das wird jetzt schwer werden für mich. Du machst es anders. Ich mache es anders. Ja. Koch's anders. Von hier aus Hattersheim nehme ich so einen Gemüse-Obstsalat mit, ja. Der war so erfrischend, der war so toll und den kann ich mir sehr gut in München bei mir auf der Speisekarte vorstellen, ja. Wo fahren wir jetzt hin? Wo kaufen wir ein? Wir fahren jetzt nach Domäne Mechtilshausen. Die haben gute Produkte, die haben ja auch ihre eigene Metzgerei. Das ist eine so Institution mit sehr hoher Qualität, alles Schön. Bio-Qualität. Ist das alles Bio? Ja. Also ich werde auch als Vorspeise ein Soto machen, zum ersten Mal. Ja. Dann werde ich als Hauptgang auch Rendang machen, aber aus Hackfleisch, habe ich mir gedacht. Das ist eine sehr gute Idee. Ne, oder? Ja. Finde ich auch. Genau. Und dann gibt es dazu einen Kokosreis. Und ich werde gebackene Calamaretti machen. Aha. Und zu meinem Hauptgang werde ich noch einen Salat machen. Also einen Rohkostsalat machen, was du auch gestern gemacht hast. Einkaufszettel habe ich schon geschrieben. Hast du alles da überlegt, was du kaufen möchtest? Ja. Guten Tag. Ich bin der Ali. Hallo, grüß Sie. Hallo, ich bin der Werner. Die Domäne Mechtilshausen ist Teil der Wiesbadener Jugendwerkstatt. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb für sozial benachteiligte junge Menschen. Hier betreiben wir einen landwirtschaftlichen Betrieb nach Biolandkriterien. Wir haben hier eine eigene Metzgerei. Wir backen hier Kuchen und Brot. Wir erzeugen hier auf der Domäne Mechtilshausen Obst- und Gemüsesorten. Alles, was Sie hier bekommen, ist Biolandqualität. Kochen Sie auch hier Indonesisch? Indonesisch ist jetzt nicht gerade unser Spezialgebiet, muss Aber ich zugeben. haben Sie nicht das Gericht Rendag? Ich glaube nicht. Aber Sie haben bestimmt Rinderhack. Ja, wir haben eigene Rinder hier. Sehr gut, dann gehen wir als erstes, glaube ich, gleich in die Metzgerei. Guten Tag. Ich bräuchte bitte ein Hühnchen. Ich sehe kein Geflügel. Leider kein, das wird heute erst geschlachtet und kommt morgen erst zu uns. Oh. Okay. Dann nehme ich erstmal Rinderhack. Rinderhack, kein Problem. Das brauche ich bitte. Soto geht doch auch bestimmt mit dem anderen Fleisch. Oder? Es geht um die Brühe nur. Es geht um die Brühe. Na, aber ich brauche trotzdem Huhn. Oder, oh, was machen wir jetzt? Jetzt muss ich improvisieren. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Dann nehme ich ein bisschen Lamm mit. Dann nehme ich Lamm, ich improvisiere jetzt. Ja, Haxen ist eigentlich am besten, um eine schöne Brühe zu kochen. 3 Stück nehme ich, bitte. Ja, krieg ich hin. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Mich hat wirklich beeindruckt, wie er sozusagen so schnell improvisiert hat vom Hühnchen zu Lamm. Und ich war eigentlich nur sprachlos. Ich konnte ihm auch nicht so schnell Hilfe leisten, weil ja, also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie er das sozusagen das Problem bewältigen kann. Hey, das finde ich cool. Einkaufswagen. Ja, oder? Nimm mal praktisch. deinen mit. So, dann brauchen wir Lauch. Noch Papaya. Ich brauche eine Kokosnuss. Habt ihr Kokosmilch? Und wie eben ist mein Plan, gar keinen Plan zu haben. Aber heute hätte ich ausnahmsweise mal einen Plan. Aber jetzt muss ich echt umdisponieren, das Ganze. So, Andita hat gestern wirklich super gekocht, vor allem sehr kreativ, sehr farbenfroh.
Und ich muss heute nachziehen. Was habe ich vor? Ich werde ein Soto aus Lammhaxen machen. Damit fange ich auch gleich als erstes an. Ich habe hier die Haxen. Die werde ich erstmal bisschen, sage ich jetzt mal, zurechtschneiden, das Fett weg. Kann man mal so ein bisschen auch auslösen. Dann geht das auch schneller. Legen wir einfach mal so rein. Lauch, Zwiebeln, Staudensellerie. Jetzt kommt Knoblauch dazu, Kurkuma, Ingwer dazu, Shiitake-Pilze und die Stiele sind eigentlich sehr zäh, ja, die kann man nicht so essen, aber die kann man in die Brühe mit reingeben. Dann schmeckt die Brühe auch schön bisschen nach Pilze. Tomaten einfach so halbieren, auch dazu geben. Karotte noch zum Lamm geben. Also die asiatische Küche, ne, muss ich schon sagen, das ist viel Schnibbelarbeit, ne? Das kocht auch hier langsam schon, schaut mal her. Und wenn man die Trübstoffe so wegnimmt, einfach so ganz entspannt mit so einer Schaumkelle, dann bleibt die Brühe schön klar. Schau mal. Hast du jetzt Schönes gezaubert. Ja, für mein Soto-Fond habe ich hier jetzt die Lammhaxen am Kochen, habe ich Gemüse reingegeben. Und das Gemüse nehme ich jetzt früher raus, also Karotten und auch die Kartoffeln. Das riecht aber schon so gut. Das riecht gut, gell? Und weißt du, das ist jetzt auch später meine Einlage. Die Kartoffel, die lasse ich noch drinnen, aber die ist schon fertig. Es reicht ja auch eins. Sehr gut. Das werde ich dann später in den Soto mit reingeben. Ich habe auch hier schon vorbereitetes Gemüse. Hier Ja. Karotten, Lauch, Frühlingslauch und auch Spitzkohl. Und das Gemüse auch. Und dann hast du ein bisschen was Weiches, dann hast du ein bisschen was Festes, dann hast du ein bisschen was Knuspriges. Na, das war eigentlich die Idee dahinter. Und mein Soto kocht auch hier. Jetzt schälen wir mal hier unser Zitronengras. Die äußere Schale nehmen wir runter. So, zack, einfach rein und schön mit dem Fleisch, mit der Lammhaxe das Ganze schön kochen. So, Andita, ich habe auch ein Getränk für dich. Im Ernst. Ja, du kriegst eins. So. Und jetzt zum Wohle. Prost, zum Wohle. Riecht schon sehr gut. Und schmeckt hervorragend. Jetzt lege ich hier, schau mal, ist einfach so rein. Schau her. Und jetzt, das verschwindet hier jetzt in der Brühe. Ja. Genau. Ich habe sowieso hier die Brühe kochend, also warum soll ich das nicht machen? Und die Glasnudeln bzw. die Reisnudeln schmecken auch gleich ein bisschen so nach dem Fond. Zack, erledigt. Super. Ein bisschen Öl drauf. Ja. Jetzt können wir auch schon langsam ein bisschen was an. Das lege ich jetzt einfach so hin. Mir so in die Ecke rein. Und jetzt auch hier so. Und jetzt wird es mit Brühe schön aufgefüllt. So, Andita, mein erstes Soto für dich. Da bin ich mal sehr gespannt. Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ich auch. Also es sieht schon auf jeden Fall sehr schön, sehr hübsch aus. Der Lammbrühe ist kräftig, aber nicht versalzen. Ich finde, dass hier noch ein bisschen Salz noch reingehört, für meinen Geschmack. Ja. Sein Soto war natürlich anders, als was ich kenne, ist trotzdem lecker. Ich muss sagen, Ali, das könnte auch ein indonesisches Soto sein. Ehrlich? Ja, natürlich. Na, veräppelst mich doch jetzt. Nein. Wirklich?
Es freut mich, dass meine Vorspeise dir schmeckt. Ja, auf jeden So, jetzt Fall. mache ich gleich weiter mit dem Hauptgang. Und jetzt machen wir als nächstes ein Kokosmilch selber, beziehungsweise Kokossahne. Einfach ein paar Kokosflocken. Ich habe Sahne genommen, weil ich auch ein bisschen Fett haben will. So, das werden wir einfach mal umrühren. Einfach so stehen lassen. Dann nachher abpassieren und dann schmeckt die mega. So, jetzt nehme ich hier, ich mache das anders, wie die Andita das gestern gemacht hat. Ich mache die jetzt sauber, schneide ich die jetzt einfach so in Ringe. So, magst du mir helfen? Natürlich. Du kannst hier die Schüssel nehmen. Ja. Wir machen jetzt einen Tempura-Teig. Oh, ja, okay. Liebe Zuschauer, Tempura-Teig ist eigentlich ein Backteig, ein asiatischer Backteig. Da nimmt man, also man kann natürlich eine fertige Mischung kaufen im Asialaden oder man macht selber einen. Das Verhältnis ist 1:1, also ein Teil Mehl und ein Teil Stärke. Dann kommt ganz wenig Sesamöl rein und kaltes Wasser, am besten Eiswasser. Hast du Eis? Klar, Eiswasser habe ich auch. Perfekt. So. Muss man schön von innen nach außen rühren. Ja, du kannst ja mal rühren. Ich gebe dir gleich das Wasser dazu. Oh, dann haben wir dann schwarze Ausbackteig. Ja, genau. Und ich gebe ein bisschen Öl dazu, ganz wenig. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal einfach in den Kühlschrank stellen und den brauchen wir später. Als nächstes mache ich eine Aioli bzw. eine Creme. Öl dazu. Klappt nicht. Es hat nicht geklappt, jetzt muss ich das anders machen. Ah, typisch wieder. So, Mayonnaise anders. Aber ich kann sie noch retten. Da habe ich jetzt einfach nur ein Eigelb genommen und werde dann die Masse schön vorsichtig jetzt einrühren. Schaut mal, das emulgiert schon. Das muss man langsam machen, damit sich das Eigelb mit dem Öl schön verbindet. Wunderbar. Jetzt etwas Salz dazugeben. Knoblauch einfach hier so. Ingwer genauso. Limettenabrieb. Limettensaft kommt auch noch dazu. So, jetzt Kurkuma. Sehr schön. Jetzt möchte ich noch ein bisschen Peperoncini dazu geben. Ein bisschen Koriander. Ich werde jetzt ganz fein schneiden. Ruhig mit den Stielen. Das kommt auch dazu. Schön alles miteinander verrühren. Andita mag kein Koriander, aber ich will sie heute überzeugen, dass man frischen Koriander ruhig verarbeiten kann. Es ist für mich ein Geschmack, der mir sehr, sehr, sehr fremd ist und ich kann das nicht schätzen. Und als Ali die Gerichte mit viel Koriander gewürzt hat, hatte ich tatsächlich schon riesen Bedenken, dass es mir nicht schmecken würde. Die Sojasauce gebe ich jetzt dazu. Da gebe ich einfach nur einen kleinen Schuss wegen der Würze. Ziehen lassen, ruhig kalt stellen. Jetzt geht es weiter mit dem Hauptgang. Mit unserem Rinderhack Rendang. Rinderhack, das hört sich ja sehr, genau. sehr innovativ an. Cashewnüsse, die tue ich jetzt erstmal schön ein bisschen anrösten. Und gleichzeitig mache ich jetzt hier meine Paste. Die Paste mache ich aus Paprika, Ingwer, Zitronengras, Schalotten, Peperoncini und Knoblauch natürlich. So, ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir die Küchenmaschine so als Hilfe zu holen. Das fand ich gut. Das werde ich in Zukunft, glaube ich, schon öfter machen, ja. Und ich nehme noch ein bisschen frischen Koriander. Das magst du nicht. Schau einfach nicht hin. Dann siehst du es nicht. Genau. So, jetzt nehme ich die wieder raus. So, und jetzt nehme ich das Fleisch, mein Rinderhack. Danke dir.
Öl noch rein. Jetzt kümmere ich mich mal um die Paste. Da fehlt natürlich ein bisschen Flüssigkeit. Und das mache ich ganz einfach. Ich gebe da noch Tomaten dazu. Und zwar reibe ich die Tomate. Gibt natürlich auch eine schöne säuerliche Nebengeschmack, ne? Richtig. Ja. Soll ich ein bisschen umrühren? Ja, warte mal, nimm mal lieber das hier. Genau. Oder lass einfach so stehen, da passiert nichts. Das war ja nicht so viel Flüssigkeit drin im Wok, wo er gekocht hat. Und ich hatte nur vermeiden wollen, dass er vor lauter anderen Sachen der kostbare Rindang verbrennen lässt. Jetzt mit dem Fleisch zusammen gebe ich die Gewürze dazu. Kurkuma, Zimt, Koriander, Zimt und Koriander und Zimt und Kreuzkümmel. Das passt sehr gut zusammen. Ja. So, jetzt einfach mal stehen lassen. So. Aber die Cashewkerne wirst du dann später auch mit in der Paste geben, oder? Nein, Nein? Okay. die kommen so mit rein. Ah, okay. Jetzt gebe ich Prise Salz dazu. So, und jetzt nebenbei können wir schon unseren Reis vorbereiten. 3. Reicht doch. Ja, das reicht. Dann Ja. gehe ich mal waschen. Hier setze ich das schon an und immer wieder schön kratzen und durch dieses Umrühren, schnelle Hitze, A, gart es schneller und B, entstehen dadurch schön richtig, ja, schöne Aromen, ne? Auch mit den Gewürzen, das riecht super. Dieses Gemüse, Gewürzpaste noch zusätzlich dazu. Boah, ist das scharf. A, Peperoncini, B, Zwiebeln, also Schalotten. Aber aussehen tut's gut. Schuss Sojasauce dazu. Riecht gut, gell? Aber ist scharf, du. Wow. So, jetzt kommen die Cashewnüsse rein und Kokosmilch. Kokossahne. Kokossahne. So, jetzt einfach die Hitze jetzt zurückdrehen und jetzt langsam vor sich hin ziehen lassen. Einmal kurz probieren. Kommt. Scharf. Das hier, das musst du nicht wegschmeißen. Zum Beispiel, ne? Du kannst ja nächsten Tag Müsli machen und dann nimmst du 1, 2 Löffel, hebst schön drunter. Oder machst einen Quark, dann hebst du das drunter. Dann hast du so einen Kokosquark, ein paar Blaubeeren oben drüber oder ein paar Erdbeeren. Mega. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den Reis hinkriege. Ich mache einen Kokosreis dazu. Kokosreis, das habe ich auch noch nicht so Ja, siehst du? gegessen. Also anders, ne? Du kannst auch die indonesische Küche von mir lernen. Ja, auf jeden Fall. Dann gebe ich immer Prise Salz dazu. Ich mag das so. So, und jetzt brauche ich Wasser. Das tue ich jetzt einmal umrühren. Ah, schau mal her. Schau, die Kokosflocken sind ein bisschen braun geworden. Wehe, es wird nichts. 3, 3 ein bisschen, ja. so, oder? Ja, passt. Ja? Genau. Das hier rein. Ja. So, jetzt einmal aufkochen und dann Deckel drauf, gell? Genau. Und dann Deckel drauf und dann ganz kleine Flamme nur. Und dann werde ich dann den Timer stellen auf 12 Minuten und dann muss es gar sein. Echt, machst du noch Zeit, okay? Ja, Ja. sicher, sicher. Ansonsten hat man verbrannter Reis. Jetzt machen wir als nächstes unser Salat. Früchtesalat. Birne. Schön scharf mit Chili. Papaya. Jetzt haben wir noch die Mango. Koriander dazu. Und? Ja, Kommt langsam, oder? kommt langsam, ja. Aber nur ganz langsam. Wie gesagt, Rendang kochen ist eine Geduldprobe. Das muss man immer rühren für lange, lange Zeit,
bis es karamellisiert ist. So, jetzt muss ich den Salat jetzt hier marinieren. Dann nehme ich ein bisschen Öl. Salz. Ich brauche ein bisschen Zucker. Hast du Zucker? Limettensaft. Karotten. Tun wir noch ein bisschen Spargel rein. Nehmen wir mal nur so die Spitzen. Und? Ja, sieht gut aus. Ja. Genau. Schauen wir aus, oder? Ich würde den so lassen, so ein bisschen Ja? aufdampfen, genau. Das ist alles gut. So, schau mal, Anita. Unser Salat. Sieht es nicht toll aus? Für die Calamaretti stellen wir erstmal die Pfanne auf. Brat- und Backöl habe ich gekauft. So, ich glaube, das reicht. So, jetzt macht unser Tempura-Teig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Also, ich tue ein bisschen melieren. Einfach hier eine nehmen, hier reintunken. Und zack. Schau mal. Wollen wir mal eins probieren? Hier, komm. Ja. Ich und eins für mich. Super saftig, gell? Saftig, überhaupt nicht zäh. Und dieser Umami-Geschmack aus der Tinte, ne? Das kommt dann wirklich so rüber. Lala, Umami-Geschmack. Wow. Ja, lecker. Gut, gell? Oh Gott, und jetzt muss ich warten, bis alles fertig ist. Geduld, meine Liebe, Geduld. Mit Ali kochen zu dürfen, beziehungsweise ihm assistieren zu dürfen, das war mir auch als besonderes Ereignis irgendwie, dass ich dann auch zuschauen kann, von ihm viel lernen kann. Das war toll. Und ich fand es auch süß, dass die immer bei mir war, ein bisschen zugeschaut hat und sie wollte auch was dazulernen, sie wollte auch ein bisschen was verstehen. Und für mich war das auch eine kleine Hilfe und das war so eher so ein bisschen miteinander. Und es war harmonisch, es war schön. Und das hat mir überhaupt gar nichts ausgemacht. Im Gegenteil, ich habe mich dann auch nicht so einsam in ihrer Küche gefühlt, sondern sie war da und so, wir haben das zusammen gemacht und das fand ich schön. Die Calamaretti sind fertig. Unser Rinderhack-Rendeng ist auch fertig. Salat ist fertig. Ja, ihr Lieben, ich habe mir einen Teller angerichtet und für euch habe ich das so serviert, wie man eigentlich in Indonesien isst, oder? Also eure Tischkultur ist wahrscheinlich so wie bei uns in der Türkei, alles auf dem Tisch und jeder nimmt sich das, was er möchte. Richtig. Ihr seid ja eine Familie, ich gehöre vielleicht noch nicht dazu. Und jetzt wünsche ich euch guten Appetit. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie es schmeckt. Bitte nicht zu kritisch sein. Das wird bestimmt schmecken, sehr gut schmecken, so wie es aussieht. Ich muss sagen, es ist echt eigentlich eine tolle Küche. Ne? Du hast Süße, du hast Säure, du hast das Salzige, du hast die Schärfe. Ist alles eigentlich vorhanden. Eine sehr gesunde Küche. Dass er an der indonesischen Küche Interesse gezeigt hat, das bereitet mir auch Freude. Ich bin gerade sprachlos, weil es so lecker ist. Fantastisch. Ganz toll. Schöne Schärfe, nicht zu scharf. Genau Edmund. meins. Ich finde die Calamaretti sensationell. Ja. Weil genau Ja. da ist auch noch der Crunch drin, Ja. den man in der indonesischen Küche braucht. Im Rendang habe ich die Koriander überhaupt nicht geschmeckt. Also das ist entweder, hat sich dann so schön sozusagen vermischt mit anderen Aromen. Also auf jeden Fall gibt es eine sehr schöne Harmonie. Schaut mal, In der Gewürze? Henning, siehst du, dank mir kannst du morgen gleich Koriander kaufen. Ich habe so viel gelernt, auch bei der Zubereitung. Jetzt das mit dem Tinte in Ausbackteig, das ist eine hervorragende Idee. Das würde ich dann auch demnächst machen wollen. Ja? Ja, Vielen Dank für alles, wirklich toll. Hat mir riesen Spaß gemacht mit euch. danke. Ganz meinerseits. Prost.